Ich habe diese Nachricht bekommen. Clara, was soll ich machen? Mein Deutsch wird einfach nicht besser. Ich habe das Gefühl, dass ich immer noch auf dem B2-Niveau bin und einfach nicht weiterkomme. Dieses Gefühl wirst du vielleicht auch haben, ansonsten würdest du dir dieses Video wahrscheinlich nicht anschauen. Du hast ein Plateau erreicht und das Gefühl, dass sich deine Sprachfähigkeiten in der deutschen Sprache einfach nicht weiterentwickeln. Was nun? In diesem Video habe ich 5 Tipps für dich, wie du dein Sprachplateau überwinden und dein nächstes Sprachniveau erreichst, und das mit Leichtigkeit. Bevor ich auf die Tipps eingehe, sollten wir zunächst einmal die Frage klären, warum man irgendwann überhaupt ein Sprachplateau erreicht und warum es meistens auf dem B2-Niveau ist. Nun, die Antwort ist, auf dem B2-Niveau kannst du dich schon wunderbar über alle möglichen Themen unterhalten. Du kommst mit deinem Wortschatz wunderbar im Alltag zurecht und kannst dich verständigen und die Leute in deinem Umfeld verstehen dich problemlos. Du bist also jetzt an einem Punkt, wo dir die Sprache keine wirklichen Probleme mehr bereitet. Und genau da sagt unser Gehirn oder unser Unterbewusstsein, alles klar, ich bin jetzt so weit gekommen, ich brauche nicht mehr Gas zu geben. Das, was ich kann, reicht zum Überleben vollkommen aus. Man befindet sich also in einer komfortablen Situation, wo man alles sagen kann, was man sagen möchte. Dadurch nimmt die Motivation zur Weiterentwicklung enorm ab. Und man befindet sich dann, wie gesagt, eben plötzlich auf diesem Sprachplateau. Was man nun dagegen tun kann? Tipp 1, ganz klar, verlasse deine Komfortzone. Und im Prinzip ist das eigentlich auch der relevanteste Punkt von allen, denn er zieht sich durch alle meine Tipps durch. Aber was bedeutet es konkret? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Du kannst dich zum Beispiel intensiver mit einem Thema beschäftigen, wo du merkst, dass du noch Schwächen hast. Das ist dann für jeden unterschiedlich. Manche merken, dass sie nicht gut sprechen können. Andere haben noch Probleme beim Schreiben, zum Beispiel von formellen E-Mails. Und wiederum andere kommen mit der Grammatik einfach nicht zurecht. Und bei manchen gibt es natürlich auch konkrete Punkte, wie zum Beispiel die Adjektivdeklination oder Relativsätze, die einfach nicht so funktionieren wollen. Wenn ich also sage, dass du deine Komfortzone verlassen musst, dann meine ich damit, dass du dich mit genau den Themen beschäftigen musst, die du am schwierigsten findest und die du immer versuchst zu ignorieren, vermute ich, weil sie dir eben so schwer fallen. Also, identifiziere das Problem und beschäftige dich damit, auch wenn es dir schwer fällt. Denn nur wenn du das überwunden hast, erreichst du auch dein nächstes Sprachniveau. Mein zweiter Tipp könnte chronologisch eigentlich auch an erster Stelle stehen, da hier der Kern zu finden ist. Ich habe ja vorhin gesagt, dass du dich in einer komfortablen Situation befindest, weil du keine wirklichen Sprachbarrieren mehr hast und du im Grunde aus einer sprachlichen Perspektive sehr gut zurechtkommst. Und genau hier haben wir das Problem, was dich daran hindert, besser zu werden. Du hast keinen wirklichen Schmerzpunkt mehr, im Englischen Pain Point. Und deine Motivation verlässt dich natürlich. Daher müssen wir einen neuen Schmerzpunkt finden. Und das geht ganz einfach. Stell dir einfach die Frage, warum möchte ich überhaupt besser werden? Wieso brauche ich zum Beispiel das C1-Niveau? Auch hier können die Antworten ganz unterschiedlich ausfallen. Vielleicht brauchst du ein höheres Sprachniveau für ein Studium hier in Deutschland, ohne dass du hier gar nicht studieren kannst. Vielleicht möchtest du auch einfach wie ein Muttersprachler sprechen, um deine sozialen Kontakte noch mehr zu erweitern, weil du eben vielleicht gemerkt hast, dass du durch deinen beschränkten Wortschatz andere Menschen gar nicht richtig kennenlernen kannst und andersherum natürlich auch. Oder vielleicht möchtest du auch professioneller im Job klingen, da du zum Beispiel bei Meetings und Präsentationen nicht immer so sicher auftreten kannst, wie du es dir eigentlich wünschst. Wenn du also identifiziert hast, welche Vorteile ein höheres Sprachniveau bringen kann, geht es darum, dass du diesen Wunsch verinnerlichst. Damit gibst du deinem Unterbewusstsein das Kommando, hey, wir sind noch nicht am Ziel. Visualisiere also, wie du dich fühlen willst, wenn du sprichst wie ein Muttersprachler. Stell dir die Leute vor, wie sie auf dich reagieren, wenn du perfekt Deutsch sprichst, oder wie es ist, dein Studium in Deutschland endlich starten zu können.
Und du wirst sehen, dass die Motivation und der Ehrgeiz ganz von alleine wiederkommen. Kommen wir zu Tipp 3. Bleib diszipliniert. Setze dir in der Woche feste Zeiten, in denen du dich nur mit der deutschen Sprache beschäftigst. Es ist egal, ob es täglich 1 Stunde oder 15 Minuten sind. Hauptsache, du bleibst am Ball und lässt dich in dieser Zeit nicht ablenken und bringst Kontinuität rein. Lies einen Zeitungsartikel, ein paar Seiten in einem Buch. Beschäftige dich mit Grammatikthemen, die dir Schwierigkeiten bereiten. Höre einen deutschen Podcast oder schau dir ein YouTube-Video an. Hier ist es einfach nur wichtig, dass Deutschlernen zum Teil deiner Routine wird. Also Teil deines alltäglichen Lebens. Ein ganz wichtiger Punkt, der hier auch noch eine Rolle spielt, ist, wie immer, nicht nur die Regelmäßigkeit, sondern auch das Wiederholen von allem, was du gelernt hast. Denn nur durch die ständige Wiederholung behältst du die Sachen und sie werden in deinem Langzeitgedächtnis abgespeichert. Und genau das ist das, was wir wollen, damit du später alle Informationen zacki abrufen kannst, ohne großartig darüber nachzudenken. Tipp 4. Wenn du beruflich eingespannt bist und ein bisschen Struktur beim Lernen brauchst, kannst du natürlich auch einen Online-Selbstlernerkurs besuchen. In solchen Kursen findest du vorgedrehte Videos und Übungsmaterial, bei dem du entscheiden kannst, wann und wo du lernst. Ich zum Beispiel habe derzeit auch solche Kurse auf den Niveaustufen A1 bis B2 und der C1-Kurs kommt im nächsten Jahr. Schau also gerne auf meiner Seite vorbei und suche den passenden Kurs für dich aus. Wenn du aber vielleicht nicht der Typ bist, der gerne selbstständig lernt, und damit kommen wir zu meinem letzten Tipp, kannst du natürlich auch Privatunterricht buchen oder an einem kleinen Gruppenkurs teilnehmen. Oder, vielleicht noch besser, ein Tandem suchen, mit dem oder mit der du dich regelmäßig austauschen kannst. Das Tolle an einem Tandem ist, dass das kostenlos ist. Meistens ist es nämlich so, dass die Person, die sich mit dir trifft, deine Sprache lernen möchte und du die Sprache deines Tandems lernen möchtest. Das heißt also, es findet ein Austausch statt. Und das Tolle daran ist, ihr lernt auf eine natürliche Art und Weise. Das heißt, der Fokus liegt nicht auf der Grammatik oder irgendwelche Satzkonstruktionen, sondern auf der Konversation. Und aus Konversationen lernt man am besten, vor allen Dingen, wenn dein Tandem dich korrigiert. Wenn wir also alles runterbrechen, ist es wichtig, dass du dir ein neues Ziel setzt, das dich motiviert. Du dann deine Komfortzone verlässt und dich darauf fokussierst, was noch besser werden muss, um dein neues Ziel zu erreichen. Zum Schluss musst du noch Disziplin reinbringen. Denn auch wenn wir es uns wünschen, im Schlaf lernen die meisten von uns leider nicht. Bei all dem musst du aber natürlich nicht Tag ein, Tag aus Grammatikbücher wälzen. Schau dir Filme an, Videos, Serien, Dokus, alles, was dir Spaß macht und was dich interessiert. Lies Texte auch zu komplexeren Themen wie Wirtschaft, Politik, Gesundheit oder Ratgeber. Eben was dein Interesse weckt, damit du deinen Wortschatz auch in unterschiedlichen Bereichen erweiterst. Auch Bücher und Podcasts sind wunderbar. Aber bei all dem ist wichtig, dass du keine passive Lernhaltung einnimmst, sondern den Lernprozess aktiv gestaltest. Schreibe dir Wörter auf, wenn du einen Film schaust oder wenn du Radio hörst oder einen Podcast. Schreibe dir auch Satzkonstruktionen, Redewendungen etc. alles in ein Notizbuch und wiederhole sie, solange bis du das Gefühl hast, aha, ich habe es mir gemerkt. Wenn du eine bestimmte Grammatik lernst, fokussiere dich eine Zeit lang nur auf das Thema. Versuche Satzkonstruktionen mit eben dieser Grammatik zu verwenden und achte auch bei Muttersprachlern darauf, wie sie anwenden oder in welchem Kontext. Wenn du dann alles irgendwann problemlos anwenden kannst, geht es zum nächsten Thema. Gestalte also deinen Lernprozess immer spannend und interessant, denn nur so kannst du am Ball bleiben. Und ich bin mir sicher, du wirst dein Sprachplateau schon bald überwinden und wie ein Muttersprachler sprechen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.